Könnten Sie sich das denn vorstellen, Schloss Königsbrunn zu managen? Auf jeden Fall. Klingt sehr interessant. Ach, Carla, da bist du ja. Ich wollte gerade nach dir sehen. Es hat leider etwas länger gedauert. Ich musste mir noch den Dreck aus den Haaren waschen. Und wenn wir sie Christina nennen? Ihr kennt euch? Na, so würde ich das nicht nennen. Na, wie sagt man so schön? Alles in Sack und Tüten? Ich fürchte ja. Na, dann gratuliere ich doch. Nein, dafür ist es noch zu früh. Leonhard hat Frau Mann als neue Schlossverwalterin vorgeschlagen. Schau dir doch mal die Unterlagen an. Stella hat in sämtlichen großen Häusern rund um die ganze Welt gearbeitet. Das Schloss hier wäre ein Klacks für sie. Sie nicht einzustellen, würde ich als fahrlässig bezeichnen. Na, das überlass mal hübsch mir. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns nachher in der Bibliothek und stoßen auf deinen neuen Job an. Ja, mal sehen. Die Referenzen von Frau Mann sind wirklich sehr beeindruckend. Ich fürchte, ich bin da nicht ganz so euphorisch. Willst du sie dir nicht wenigstens mal ansehen? Ich verlasse mich da ganz auf meinen persönlichen Eindruck. Weißt du, bei unserer Stelle auf Königsbrunn, da geht's doch nicht nur um Erfahrung. Da geht's auch um menschliche Reife. Und das kannst du nach der ersten Begegnung gleich beurteilen? Ja. Also tut mir leid, da komme ich jetzt nicht mit. Ich schon. Und ich denke, in diesem Fall kann man wirklich nichts machen. Wenn ich dir doch sage, Demi Moore beim Shoppen, zusammen mit Ashton Kutcher. Ja, aber von dem hat man kaum was gesehen, weil ihr ganze Zeit die Päckchen und Tüten hinterhergetragen hat. Kommt alles ins Kaminzimmer. Wäre ich nicht drauf gekommen. Ja, kannst du dir das vorstellen? Der hat sie den absoluten Traumtypen bei sich, beachtet ihn kaum und missbraucht ihn als Packesel. Also, reine Materialverschwendung, wenn du mich fragst. Das glaube ich jetzt nicht. Für wen hältst du mich? Natürlich habe ich ein Foto gemacht. Melde ich dir prompt. Wenigstens das bleibt mir erspart. Ja, sie ist natürlich super süß. Ja, sie ist schließlich auch deine Schwester, genau. Ach, Fabian, das habe ich dir doch schon mal erzählt. So ein Anruf nach Australien, der kostet auch ein bisschen. Wir wurden abgetrieben und dann hat Mama ihre Wehen bekommen und dann das Kind in einem Bootshaus zur Welt gebracht. Hey, na klar würden wir uns freuen, wenn du bald kommst. Du willst die Kleine bestimmt ja auch mal sehen. Okay, dann sag ich Papa Bescheid, dass er dir Fotos schicken soll. Ja, mach ich. Bis dann, Fabian. Ciao. Ohne dich hätte ich es nicht durchgestanden. Doch, das hättest du. Ah, du bist schon wach? Ich konnte nicht schlafen und dann habe ich Fabian angerufen. Ihn wollte ich später noch mal anrufen. Ich soll euch ganz lieb grüßen und er meldet sich bei euch. Das ist lieb von ihm. Und wie war eure Nacht? Hat sie euch schlafen lassen? Zweimal wollte sie was trinken, aber ansonsten war sie sehr, sehr friedlich. Kein Wunder, wenn man so plötzlich und ohne Vorwarnung in einem Bootshaus auf die Welt hüpft. Hm? Ach so, ich darf vorstellen, sie heißt Christina.
Willst du sie mal halten? Später vielleicht. Ich muss jetzt los. Wirklich? Schließlich hast du ihr mitgeholfen, sie auf die Welt zu bringen. Ja, sei mir nicht böse, aber ich habe einen Termin wegen meinem Blog. Ist eine unendliche Geschichte. Du hast einen Hunger, hm? Ich lass mir gleich einen Kaffee bringen. Willst du auch einen? Danke. Und wie sieht's aus? Haben wir eine neue Schlossverwalterin? Noch nicht. Frau Mann ist wieder gegangen. Wollte sie den Job nicht? Oh, doch. Es war eher Carla, die nicht wollte. Sie hält Frau Mann für ungeeignet. Was? Wieso das denn? Hast du mal ihre Referenzen gesehen? Nein, und das brauche ich auch nicht. Carla, kannst du uns mal erklären, was hier los ist? Du kennst die junge Frau ja noch gar nicht. Leider doch. Als ich vom Joggen gekommen bin, ist sie mit einem Affenzahn an mir vorbei, hat eine Pfütze übersehen und mich von oben bis unten mit Dreck vollgespritzt. Entschuldigung. Sie wird dich nicht bemerkt haben, Carla. Das ist alles. Nein, das ist noch nicht alles. Ich bin natürlich hinterher und wollte sie zur Rede stellen. Ja, und? Sie hat mich einfach stehen lassen und so getan, als wäre überhaupt nichts passiert. Carla, sie wusste wahrscheinlich nicht, wer du bist. Auch bei einer unbekannten Joggerin kann man sich entschuldigen, wenn man sie von oben bis unten vollsaut. Willst du nicht doch noch mal mit ihr reden? Also, auf uns hat sie wirklich einen ganz passablen Eindruck gemacht. Ja. Kein Bedarf. Carla, Moment. Was ist denn jetzt mit der Stelle? Wir suchen weiter, was sonst? Was? Carla, warte, Moment. Carla. Bitte warte doch mal. Carla. Stell ruhig ab. Ich sag dir, wenn Shop meine sportliche Disziplin wäre, läge ich ganz weit vorne. Für Weihnachten nehme ich an? Kommst du denn darauf? Naja, ist ziemlich bunt. Lasst euch nicht stören, lasst euch nicht stören. Sebastian, wie findest du eigentlich meine Geschenke? Keine Ahnung, bunt? Naja, lieber das falsche Papier als die falschen Geschenke. Das lässt sich ja zum Glück noch ändern. Dann pack doch einfach alles noch mal ein. Im Schrank liegt irgendwo goldenes Band rum. Was? Naja, dann sind die Dinger dezent genug für Weihnachten. Viel Spaß. Tja, Schlossverwalterin, das hätte gut zu dir gepasst. Warum mache ich mir immer alles kaputt? Warum denn alles? Erst lege ich mich mit dem Verwaltungschef an vom Krankenhaus und dann spritze ich ausgerechnet die Gräfin von Lahnstein mit Schlamm voll. Tja, nicht dein Tag, würde ich sagen. Für die bin ich doch unten durch. Und das Blöde ist, ich fand diese Gräfin eigentlich ganz sympathisch. Interessanterweise ist sie das auch. Und ich bin mir sicher, sie wird dir eine zweite Chance geben. Da rechne ich mal lieber nicht mit. Stellerlein, sobald sie dich mal richtig kennenlernt, wird sie dich auch mögen. Matthias, hast du noch Lydia gesehen? Ja, eben noch. Hat sie noch gefrühstückt? Nein, sie hat nichts gefrühstückt. Sie hatte es so eilig, sie hat nicht mal Kaffee getrunken. Stimmt was nicht mit ihr? Jetzt macht dir keine Sorgen. Sie hat einen wichtigen Termin wegen ihres Blogs. Glaubst du ihr das? Ja, natürlich. Was ist los? Ich soll wenigstens Tschüss sagen können. Katja, das mit euch beiden, das wird schon wieder. Ja, und Lydia muss ja auch erst mal die letzte Nacht verdauen. Zuerst habe ich gedacht, sie schafft es nicht. Hast du denn keine Angst gehabt? Klar hatte ich Angst. Ich hatte Angst, alles falsch zu machen, dass irgendwas schief läuft. Boah, ich wäre wahrscheinlich weggelaufen. Ich find's unglaublich, dass du das durchgezogen hast. Ja, aber in dem Moment, wenn es passiert, dann reagierst du einfach. Dein Kopf ist ausgeschaltet und
Ja, du machst instinktiv irgendwie das Richtige. Und woher wusstest du dann, was das Richtige ist? Meine Mutter hat mir Anweisungen gegeben und mir gesagt, was zu tun ist. Und dann? Ja, dann war dieses kleine, schrumpelige, schreiende Ding da. Ach, wie süß. Ich war völlig fertig und gleichzeitig total froh. Und deine Mutter? Die hat geheult. Ich glaube, ich fange auch gleich an. Hey, komm, dann lass uns runtergehen. Was trinken oder eine Kleinigkeit essen? Ja. Jetzt hast du ein kleines Schwesterchen und du hast es auf die Welt gebracht. Ja, das ist total klein und so süß. Sie heißt Christina wegen Weihnachten. Schöner Name. Deine Mutter, wie geht's jetzt mit euch weiter? Keine Ahnung. Denkst du denn immer noch daran, dass... Du meinst, dass die Kleine von Sebastian sein könnte? Nicht mehr ganz so oft. Hey, was machst du denn da? Ich beschrifte meine Päckchen, damit ich sie später nicht verwechsle. Lass es doch David machen. Schließlich dafür bezahlt. Ach was, bin gleich fertig. Kannst du nicht besonders leiden, was? Wen? David. Wieso? Er hat so das eine oder andere. Hat er sich etwa bei dir ausgeheult? Nee, ich habe nicht mit ihm geredet. Wo liegt dann das Problem? Dass er deine Geschenke noch mal einpacken durfte, das hat auf mich schon ein bisschen wie Schikane gewirkt. Früher hast du doch immer die kreativsten Geschenke zu Weihnachten gemacht. Kreativ. Das ist doch Kinderkram. Diese Zeiten sind vorbei. Stehe. Ich meine, ich bin gerade erst aus New York zurückgekommen. Eine ganze Menge um die Ohren. Also, Trotzdem könntest du den Bruder deiner Freundin ein bisschen besser behandeln. ich weiß ja, dass du ein brandender Fan bist. Schon wegen Lydia. Aber halte mich da bitte raus. Ich habe im Moment echt andere Probleme. Nee, du hast Probleme. Und was David angeht. Er hat hier einen Job. Und für diesen Job wird er bezahlt. Ich finde, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn das mal keine Ansage war. Bitte schau dir das einmal an. Was ist das? Die Bewerbungsunterlagen von Frau Mann. Ich weiß, dein erster Eindruck war nicht gerade der beste, aber ich bin der Meinung, du solltest dir die Mappe mal anschauen. Meine Meinung zu dem Thema kennst du. Gibt's sonst noch was? Findest du das professionell, eine Bewerberin abzulehnen, ihre Zeugnisse nicht einmal anzusehen, nur weil sie durch eine Pfütze gefahren ist? Das ist doch nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass diese Frau es nicht für nötig gehalten hat, sich hinterher zu entschuldigen. Aber das hat sie doch getan. Ja, nachdem ihr bewusst wurde, dass ihr ein lukrativer Job durch die Lappen geht. Tu es mir zuliebe, bitte. Ein 5-Sterne-Hotel in Dubai, ein Luxushotel in Davos. Ja, überall, wo sie war, hat sie glänzende Beurteilungen bekommen. Ja, die Referenzen sind beeindruckend, aber was nützen die besten Zeugnisse, wenn man sich nicht zu benehmen weiß? Carla, ich wäre nur halb so hartnäckig, wenn wir nicht auf Königsbrunn ein Verwalterproblem hätten. Das ging doch bisher auch irgendwie. Ja, natürlich. Westflügel muss renoviert werden, der Dachboden entrümpelt, die komplette Installation muss erneuert werden. Und hast du dir mal die Wände im Kaminzimmer angeguckt? Dafür haben wir unser Stammpersonal. Das reicht aber nicht aus. Da müssen Angebote eingeholt werden. Es muss mit den Firmen verhandelt werden. Die Arbeiten müssen betreut werden. Und das alles neben dem laufenden Tagesgeschäft. Carla, ich weiß nicht, was du erwartest, aber diese Frau bringt alle nötigen Qualifikationen mit. Bitte schau es dir wenigstens an.
Na, wie läuft's? Super. Langsam entwickle ich mich zum Verpackungskünstler. Christo kann sich warm anziehen. Ist das das letzte Päckchen? Zum Glück. Ja. Viel Mühe hast du dir aber nicht gegeben. Soll das ein Witz sein? Ja, guck mal, an den Ecken dürften keine Knüppel sein. Das ist nicht dein Ernst. Seit 2 Stunden packe ich Geschenke ein, die schon eingepackt waren. Würde es dir viel ausmachen, wenn du alles nochmal neu einpackst? Ich meine wegen der Knuppel. Ah, das war doch nur ein Scherz. Wegen der Knuppel würde ich doch niemals zumuten, alles nochmal von vorne einzupacken. Ich habe schon gedacht. Oder würdest du mir das wirklich zutrauen? Aber jetzt mal im Ernst. Du musst alles noch mal von vorne einpacken. Weil Elisabeth für ihr Geschenke genau das gleiche grüne Papier benutzt hat. Und zwar in diesem wunderbaren Rot hier. Wie stehe ich denn sonst da? Ah, und diesmal auf die Ecken achten, ja? Judith, du musst herkommen. Sonst werde ich wahnsinnig. Ich bin schon unterwegs. Bis gleich. Was ist denn passiert? Keine Ahnung, David hat irgendein Problem. Zahlst du für mich mit, ja? Ja. 6,80. Da fällt mir ein, ich habe dir noch gar nicht zu deinem Schwesterchen gratuliert. Danke. Muss ja filmreif gewesen sein. Mit dem ganzen Drumherum und so. Die Judith hat wahrscheinlich übertrieben, wie immer. Ja, trotzdem. Naja. Lydia, ich wollte mit dir noch über dieses dumme Missverständnis reden, das Olivia in die Welt gesetzt hat. Sie hat wirklich nur bei mir übernachtet, weil sie total müde war und Sebastian, jetzt nicht bitte. Ey, wunder dich nicht. Ja, ihre Mutter hat gestern das Kind zur Welt gebracht. Mitten in der Pampa im Bootshaus. Und Lydia war dabei. Was? Ja. Also, ich finde ja, dass Stella die perfekte Verwalterin wäre. Und ich finde auch, dass sie wenigstens eine Chance verdient hätte. Und ich würde gern die Verträge fertig machen. Schon klar. Frau Mann. Was wollen Sie denn hier? Meine Unterlagen abholen. Bitte. Nehmen Sie Platz. Darf ich mal? Stimmt was nicht? Ich finde, wir sollten es auf einen Versuch ankommen lassen. Was? Falls Sie es sich nicht schon anders überlegt haben. Ich verstehe nicht recht. Was wollen Sie mit mir versuchen? Ich möchte Ihnen die Schlossverwalterstelle anbieten. Das Gehalt orientiert sich an Ihrem Vorgänger und die Probezeit beläuft sich auf 3 Monate. Ja, wenn Sie einverstanden sind, dann kann ich die Verträge bis morgen fertig machen. Ob ich einverstanden damit bin? Und ob? Frau Mann, Ihre Referenzen sind beeindruckend. Aber ich werde sie in der Probezeit im Auge behalten. Kein Problem. Vielleicht solltest du den Job ja einfach ein bisschen lockerer nehmen. Du meinst dieselben Geschenke 10-mal einpacken und dabei noch lächeln? Naja, vielleicht hat New York sie tatsächlich ein bisschen verändert. Oder sie wollte dich einfach nur ein bisschen ärgern. Wenn es weiter nichts ist. Was machst du denn hier? Ich helfe David ein bisschen. So kann man seinen Job natürlich auch erledigen.
Du kassierst das Geld ein und lässt andere dafür arbeiten. Mal sehen, was Elisabeth davon hält. Ja? Oh, hey, Bobby. How are you doing? Oh, I'm fine, thanks. How's it going in Brooklyn? Bin gleich zurück. Man, I told you. She was totally gay. I mean, when she came to my house, you know? She was looking at my ass all the time. Genau wie deine große Schwester damals. Und die Augen. Fast wie Lydia. Lydia, die Frau, mit der ich dich betrogen habe. Ich habe mit deiner Mutter geschlafen. Weißt du was? Selbst wenn das Kind von Sebastian ist, mir ist es egal. Weil du mir egal bist. Meine kleine Tochter. Und meine große Tochter. Wo ist denn David? Auf dem Weg nach Hause. Und seinen Job hier lässt er einfach so liegen? Na toll. David hat gestern eine kleine Schwester bekommen. Falls sich solche Nebensächlichkeiten überhaupt interessieren. Ist irgendwas mit dir? Das wollte ich dich gerade fragen. Warum behandelst du David so mies? Hat er dir irgendwas getan? Jetzt frag doch nicht. Sebastian hat auch schon gemeckert. Dann würde ich mir an deiner Stelle mal Gedanken machen. David ist Angestellter auf Königsbrunn. Und alles, was ich von ihm verlange, ist, dass er seinen Job macht. Also, wo liegt das Problem? Geschenke auspacken, einpacken, wieder auspacken, wieder einpacken. Ergibt das irgendeinen Sinn? Na toll, soll ich mich jetzt auch noch von den Angestellten rechtfertigen? Wieso nimmt eigentlich jeder David in Schutz? Das tue ich gar nicht. Ob es irgendjemand interessiert, wie es mir geht? Nein, komplette Fehlanzeige. Wieso auch? Natürlich interessiert es mich, wie es dir geht. Was ist in New York gelaufen? Seitdem du zurück bist, da erkenne ich dich überhaupt nicht wieder. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Na bitte. Was meint ihr? Ob Lydia noch kommt? Klar kommt sie. Ist doch noch Zeit. Lydia hat immer die Kugeln aufgehängt. Vielleicht ist sie aufgehalten worden. Vom Weihnachtsmann? Und wenn sie nicht kommt, ruft sie bestimmt noch an. Aber nicht dasselbe. Ja, ich kümmere mich schon mal um den Wein. Mist, ich habe noch gar nicht die Geschenke eingepackt. Hallo, Mama. Lydia? Fröhliche Weihnachten, Mama.
to